Du hast ja 3 Fälle, beispielhafte Fälle aus deiner Praxis rausgesucht, die unter Silicea sich so positiv entwickelt haben. Der erste Fall ist ein Akutfall und war der berühmte Spreisel, der Splitter. Das ist ja so bekannt, der Silicea kann Fremdkörper austreiben. Kannst du uns den Fall kurz erzählen? Das was ist du da sehr erlebt spannend. hast. Wir haben da auch Bilder dazu. Ja, ein Junge im Wald mit seinen Kollegen, mit seinen Freunden, spielt mit Stöcken. Er bekommt einen Peitschenhieb von einem Stock ins Gesicht und es ist ein bisschen gerötet. Und die Rötung wird aber immer mehr und es wird immer dicker und röter. Und die Mutter geht ins Krankenhaus und geht zum Arzt und lässt es untersuchen. Und man sieht nichts und weiß nichts. Und es entwickelt sich Fieber und eine richtige Entzündung. Und so kommt dieses Kind zu mir in die Praxis. Und dann, wie er mir diese Geschichte erzählt hat, dass da ein Stock war, dann habe ich mir meine Lupenbrille genommen und nochmal ganz genau geschaut und habe gedacht, na, da könnte ja doch ein Fremdkörper drin sein. Und wir haben dann Silicea in der C30 in 100 Milliliter Wasser auflösen lassen und haben dem Kind alle 10 Minuten einen Teelöffel gegeben. Und nach 2 Stunden sollte das Kind dann wieder kommen, wie denn das aussieht. Und nach 2 Stunden kommt dieses Kind nochmal in die Praxis zur Kontrolle und der Spreisel schaut raus. Also man hat innerhalb so kurzer Zeit hat das Gewebe praktisch jetzt das herausgebracht, was man vorher vermutet hat. Also klinisch hätte das alles aufgeschnitten werden müssen, hätte man operieren müssen. Weil das sieht man mit Ultraschall nicht, hat unser Kinderarzt gesagt. Genau. Blöderweise ist das Ultraschall worden, aber das sieht man im Ultraschall oft nicht, solche Fremdkörper. Genau. Das ist nur ein wichtiger Hinweis. Ultraschall wurde ja gemacht, das ist ja alles abgeklärt worden. Und da ist es schon fein, wenn man als Arzt oder als Heilpraktiker weiß, Silicea in der C30 oder in der C200 in Wasser verkleppert alle 10 Minuten, also eine akute Verschreibung, kann günstig Fremdkörper austreiben. Und das beobachten wir wirklich immer wieder. Wir haben da einen kollegialen Austausch gehabt über diesen Fall und auch noch 2 andere Fälle, auch fotodokumentiert. Ich habe auch einen lieben Freund und auch Patienten, dem ist ein Glas praktisch zerbrochen und der hat auch gemerkt, dass was rein ist und es hat wochenlang ihn geärgert und dann ist ihm so zu blöd geworden, dann hat er gedacht, jetzt probiert er das. Der war auch beeindruckt, dass nach 3-4 Tagen Silicea C30 plötzlich er diesen Splitter in der Hand hatte, weil er auch schon gedacht hat, er muss das jetzt mal aufschneiden lassen. Barbara, und das ist x-tausendfach beobachtet worden weltweit. Also Silicea treibt Fremdkörper aus. Es ist jetzt nicht, dass wir das nur hier in Traunstein haben, sondern das haben die indischen Ärztinnen und Ärzte, das haben die brasilianischen, die amerikanischen, die kanadischen, die englischen, also weltweit und über 150 Jahre immer die gleiche Struktur, dass Fremdkörper günstig beeinflusst werden können und ausgetrieben werden dann vom eigenen Körper, aber sich dann auch später das Silicea immer günstig auch für diese Menschen, was ihre Entwicklung betrifft oder was dem Kind betrifft, wie stabil das jetzt ist und nicht mehr so schüchtern ist, was das also auch auf der Entwicklungsebene dann bei diesen jungen Menschen günstig beeinflussen konnte. Also du hast dieses Kind, was akut dann sehr schnell auf Silicea reagiert hat, was wiederum dem Vorstellung widerspricht. Silicea ist ein ganz langsam wirkendes Mittel. Im Akutfall kann es ganz schnell gehen. Und du hast dieses Kind dann auch konstitutionell weiter behandelt. Ja, und es kriegt auch konstitutionell Silicea. Ich sehe es immer noch. Ja. Ja, die Frage kommt oft, Josef, wie es ist mit Silicea und Fremdkörper, die Menschen in Form von Zahnimplantaten oder Herzschrittmachern im Körper haben. Was ist da deine Erfahrung, dein Wissen dazu? Ich habe selber nicht erlebt, dass es eine Abstoßungsreaktion gibt bei Patienten, denen ich Silicea verschrieben habe. Ich verschreibe das Silicea vorsichtig, pass auf, was die Potenzhöhe betrifft, was die Reaktionskraft des Organismus betrifft. Ich denke, es gehört dieses Medikament Silicea in Fachhände, also in die Hände eines erfahrenen, homöopathisch arbeitenden Arztes, Ärztin, Heilpraktiker, Heilpraktikerin. Und die Dinge
ich kann nicht sagen, ob es nicht sowas geben könnte. Man muss halt vorsichtig sein und deshalb aus diesem Grund jemand, der Implantate hat, der einen Herzschrittmacher hat, sollte es halt auf keinen Fall selbst ausprobieren, sondern sollte sich mit seinem Therapeuten absprechen. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, das Beispiel mit dem Jungen hat ja gezeigt und auch andere Fälle, die wir kennen, wenn der Körper einen Fremdkörper wirklich loswerden will, also wenn er sich eine Entzündung kreiert, um da was rauszubringen, dann kann Silicea das ganz offensichtlich so unterstützen. Also wenn da schon irgendwas ist, was piekst und ärgert oder sich richtig entzündet, oder? Genau. Und das Implantat heilt ja schön ein oder auch der Herzschrittmacher heilt schön ein und da wird nichts an Abstoßungsreaktion dann entstehen. Also habe ich nie gesehen. Aber ich kann das jetzt nur für mich besprechen und die Patienten, ist gut, dass du das ansprichst, weil das ja auch in bestimmten Literaturen als Warnhinweise gibt, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber diese Warnhinweise sind kein Argument gegen Silicea, sondern es sind eben ein Argument dafür, dass man das Medikament nur nimmt, wenn man eine professionelle Begleitung hat. Nicht einfach nur so Silicea D6 biochemisch und jeden Tag einnehmen, ohne dass das kontrolliert wird, dass jemand auf das Gesamte schaut. Das leuchtet ja ein, dass diese Selbstbehandlung ohne therapeutische Begleitung ungünstig ist. Weil ganz oft nicht mehr klar ist, was kommt jetzt eigentlich woher und was hat welchen Effekt und Nebeneffekt und Zwischeneffekt. Ja. Diese Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, alles, was eben wir ja immer wieder in der Praxis sehen, wenn die Menschen sich dann selber behandeln, wir dann ungünstige Dinge sehen. Und ich würde das eben gerne unterstützen, dass die Patienten wissen, das ist wirklich ein Arzneistoff, das hat wirklich Wirkung, das ist kein Placebo. Ich brauche da professionelle Unterstützung und auch Kontrollen von dem Behandlungsverlauf. Und es braucht halt, ich nehme den jetzt bewusst nochmal in die Hand, diesen wunderschönen Bergkristall, es braucht auch Klarheit in Behandlungsverläufen, also so, dass klar ist, was macht was. Oder? Das ist ja heutzutage so, weil die Leute so viel machen und so viel einnehmen, dass man eben keine Klarheit mehr hat. Und gerade mit Silicea braucht man Klarheit und Struktur und so eine Ordnung einfach. Ja, und dann gibt es noch zwei andere Fälle. Also einen Praxisfall von dir wolltest du uns auch noch erzählen. Mann mit gravierenden Rückenproblemen, dem Silicea so geholfen hat. Bandscheibenvorfall, richtiger Bandscheibenvorfall, Bandscheibe geplatzt, der Nukleus ausgetreten, auf den Nerv drückend. Der arme Mann hat sich nur auf allen Vieren bewegen können, hat gar nicht mehr gehen können. Das Ganze ist passiert beim Pflasterlegen, glaube ich. Da hat er sich überanstrengt und auch eben permanente Überforderung über die Jahre und verschiedene homöopathische Medikamente wie Rustox oder Symphytum, Lycopodium haben eine kleine Erleichterung gebracht, aber nicht den durchschlagenden Erfolg, dass man sagt, jetzt kann ich wieder joggen gehen und kann laufen und kann mich wieder umdrehen im Bett. Oder eben auch, wenn du sagst, kleine Erleichterung, im Akutfall muss man ja auch nicht den durchschlagenden Erfolg erwarten, aber so, dass man merkt, da verändert sich richtig was. Genau. Und Osteopathie und Akupunktur und Heilströmen. Und all das zusammen hat mich dann auf die Idee gebracht, dass dieser Patient vielleicht Silicea brauchen könnte. Ich war mir nicht sicher in der Verordnung. Und in der Verschreibung dann und in der Reaktion, wie er dann darauf reagiert hat, bei der schweren Bildgebung, also die Bildgebung zeigt ja eindeutig, wie stark der Nerv komprimiert ist und das ist ja kurz vor einer Operation jetzt gewesen und die Beobachtungszeit sind jetzt 12 Monate und wie schön Silicea das dann gedreht hat, sodass dieser Mensch weitgehend jetzt schmerzfrei ist, ohne Schmerzmedikamente sein kann
und sie wieder bewegen kann, arbeiten kann, seine Kinder wieder versorgen kann und bis zu 10, 15 Kilo schon wieder tragen kann. Das zeigt eben diese Wirksamkeit dieses Bergkristalls. Also sie gibt auch bei so einer Bandscheibenvorfallgeschichte, kann das eine günstige Unterstützung sein. Aber es können ja 200 Arzneistoffe in Frage kommen bei Bandscheibenvorfall nach diesen Akutsachen wie Tox. Was hast denn du dann da erkannt als Essenz, dass du dann ja auch erst nach dem 3. oder 4. Mittel auf Silicea gekommen bist? Die Tiefe. Man macht ja dann immer wieder eine Anamnese und schaut, wo braucht dieser Organismus Unterstützung. Die Frage ist wirklich gut. Und dann habe ich gesehen, das blasse, eingefallene Gesicht, das nicht in die Kraft kommen, das sich anstrengen, diese Überverantwortung über lange Zeit der letzten 20 Jahre, die Struktur sozial, der ganze soziale Komplex, Familie, Arbeit und dann auch die innere Haltung, sich selber permanent überfordern, sich selber sehr hohe Latte hängen und diese hohe Latte muss, wie eine fixe Idee, muss erreicht werden. Also auch nicht nachgeben, obwohl man eigentlich die Müdigkeit spürt oder die Schwäche spürt. Der Körper schreit Hilfe, Hilfe, mir ist das zu viel. Aber die Fixierung ist, ich muss das erreichen. Und da sind wir wieder bei dieser Essenz, die ich von diesem Bergkristall meine zu sehen, von das, was das Leben ist, diese Schönheit, diese Reinheit auf der einen Seite, aber eben die Schwäche, wenn ich mich nicht langsam wachsen lasse, wenn ich mehr von diesem Organismus fordere, als was er in diesem kurzen Zeitraum geben kann. Und hast du bei diesen Menschen dann aber auch, hast du dann auch diesen Zweifel wahrgenommen oder im Gespräch herausgefunden, diesen Zweifel, den man bei Silicea-Menschen oft sieht, oder diese Erwartungsspannung, wenn er irgendwo einen Vortrag halten muss? Oder? Genau. Referate sind Stress, sind schlaflose Nächte vor dem Referat, sich selbst in Frage stellen. Ach, ich will ja da die Patientenanonymität wahren. Es ist für uns einfach schön, dass wir uns um diese Dinge kümmern, dass wir den Organismus und den Menschen so wie er ist nehmen. Ich muss den nicht ändern. Ich muss dem jetzt nicht sagen, überlaste dich nicht, mach nicht dieses und mach nicht jenes, sondern ich kann ihn unterstützen und kann sagen, für diesen Zustand, den du jetzt hast, ist es günstig, Silicea zu nehmen, und wir schauen, wie weit es dich jetzt trägt. Und toi, 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 bis jetzt haben wir ein sehr schönes Ergebnis. Und sonst wäre der Patient jetzt operiert, er hätte ständig Schmerzmittel nehmen, er wäre vielleicht arbeitsunfähig. Also all diese Dinge sind durch einen Wirkstoff, ein homöopathisches Medikament und die Begleitung des Patienten jetzt erst einmal abgewendet und günstig unterstützt, geht es jetzt in eine gute Richtung 2026. Und muss bei so einem Fall zwangsweise dann auch der Fußschweiß da sein oder irgendwelche Eiterungen in der Vorgeschichte vielleicht? Jetzt für die Verordnung, die ich gehabt habe, diese Sachen waren da. Man hat ja dann eine Repertorisation, das wäre ja auch etwas, was wir mal zeigen könnten. Wie arbeitet denn ein homöopathisch arbeitender Arzt oder Heilpraktiker? Natürlich schaut man sich alle Symptome an, eine Totalität der Symptome. Und das, was wir aber herausarbeiten wollten, also bei diesem Fall, ist eben auch, dass eben soziale und allgemeine Umstände dazu führen oder auch mein innerer Druck, meine innere Gesundheitskompetenz dazu führen, ob ich gut für mich sorge oder ob ich mehr für meinen Arbeitgeber oder für meine Vorstellung, was ich alles tun muss,
meine Gesundheit opfere. Und das möchte ich gerne nochmal wirklich jedem ans Herz legen. Opfert nicht eure Gesundheit. Ihr könnt so viel für eure Gesundheit jeden Tag tun. Das wollen wir im gemeinsamen Gesundhaus auch immer wieder anstupsen, ob das in der Früh ein warmes Wasser trinken ist, ob das genug Schlaf ist, ob das Bewegung ist, ob das Sport ist, ob das eine gute, günstige Zeiteinteilung ist. Nehmt euch für die Sachen lieber mehr Zeit, macht es nicht unter Druck, macht euch keinen Stress, lasst euch wirklich Zeit, eure Projekte und das, was ihr tun möchtet, durchzuführen und macht nur das, was euch Freude macht. Und bei Silicea-Menschen mag sich das in Ruhe aufbauen, alles, was da entstehen will. Du hast ja gesagt, Silicea ist der stille Baumeister von haltgebenden Strukturen. Der unsichtbare Architekt. Der unsichtbare Architekt. Der unsichtbare Architekt, der dann solche Formen bringt, Berge bringt. Ohne das gab es keine Berge. Die Kontinente gäbe es gar nicht ohne Silicea. Über 90% der Struktur, die wir hier sehen, braucht Silicea, Siliziumdioxid. Also ist schon ein besonderer Wirkstoff und ich bin dem Hahnemann dankbar, dass er der Erste war, der gesagt hat, ich mache da Arzneiprüfungen, ich versuche diesen Arzneistoff und möchte in der Tiefe verstehen, wie er auf einen Organismus wirkt. Weil der hat sich eben gedacht, ein Stoff, der so eine große Bedeutung spielt auf unserer Erde, so eine große Rolle spielt, der muss auch eigentlich im menschlichen Körper oder für den menschlichen Körper eine große Rolle spielen. Könnte eine günstige Rolle spielen. Und wir zeigen es anhand der Fälle, die vielen Fallberichte, die wir weltweit ja sammeln. Und jetzt kann der Physiker kommen und kann sagen, ja, ich weiß ja um die Struktur von Silicea. Ich weiß, wie das entstanden ist aus der Kosmologie, also wie die Supernova und dann der Sternenstaub und wir ja alle als Lebewesen nichts anderes als wie Sternenstaub sind nach den modernen physikalischen Erkenntnissen. Und das ist schon jetzt so eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt. Und dann zum dritten Fall, den du dir so überlegt hast, den du exemplarisch erzählen möchtest, eine Patientin, die du über lange Zeit während ihrer Tumorbehandlung, ihrer konventionellen und jetzt lang darüber hinaus begleitet hast. Machen wir ganz kurz, dass es kurzweilig bleibt. 2007 die Erstdiagnose, da ist es darum gegangen, der Patientin zu helfen, die Nebenwirkungen von der Bestrahlung und von der Chemotherapie zu lindern, ohne die Chemotherapie und die Bestrahlung zu stören. Und da ist die Homöopathie günstig, weil wir nicht mit Stoffen arbeiten, sondern nur mit Information und mit Schwingung im Sinne dieser Arzneistoffe. Und die Patientin hat Phosphor bekommen, weil sie so Verbrennungen gehabt hat. Und Phosphor ist da ein günstiges Mittel für Verbrennungen nach der Radiatio. Aber auf das Phosphor hat sie so reagiert, dass sie überall Eitergeschwüre, also Panarizien, und die sind nicht geheilt unter Phosphor. Und sie hat gefroren und sie hat sich nicht gut gefühlt und war schlapp. Und sie hat so invertierte, also eingezogene Brustwarzen gehabt. Und dann war eben aufgrund der Repertorisation und der Überlegung und des Gesprächs ein möglicher Wirkstoff als Folgemittel, dass also diese Sachen wirklich auch dauerhaft weggehen, Silicea. Und die Patientin bekommt Silicea. Darf ich da nur kurz für die Kollegin einwerfen, wo ich auch Jahre gebraucht habe, bis ich das verstanden habe, durch deine Hilfe, wenn ein Mensch unter einem Arzneimittel wie diese Patientin unter Phosphor neue Symptome so auffallend entwickelt, also die hat unter Phosphor eigentlich Silicea-Symptome. Ja, also das Günstige ist, wir geben einen Wirkstoff und beobachten den, mischen also nicht 1000 Wirkstoffe, weil dann sehen wir nichts. Aber wenn man nur einen Wirkstoff gibt, dann kann der Körper ja sagen, ich gehe in Resonanz mit dem Wirkstoff, das Phosphor tut mir wunderbar, es geht wunderbar, ich kann gut schlafen, alles gut. Oder eben das Phosphor bringt ein Reaktionsmuster heraus, das ich als Kind schon mehr hatte. Panarizien hatte die Patientin als Kind schon. Eingezogene Brustwarzen hat sie, seit sie auf der Erde ist. Also das ist ein chronisches Symptom. Und
andere Symptome, die eben für Silicea gesprochen haben, nicht für Phosphor gesprochen haben, sind stärker geworden. Und das ist der Vorteil von einer Einzelmittelgabe oder von Einzelmitteln. Und dann kommen eben diese neuen Symptome stärker hervor. Und unter Silicea ist die Patientin seit 2008, ist es jetzt seit 2008 unter Silicea, 2007 bekam sie Phosphor. Und seit 2008 ist die Patientin unter Silicea immer stärker geworden. Jetzt friert sie nicht mehr, ist warmblütig, sportlich und sie ist in Remission. Also sie hat nie einen Rezidivtumor entwickelt. Sie fühlt sich gesund, sie wird alle halbe Jahre kontrolliert, sie ist immer noch in Kontrolle bei ihrem Hausarzt, der auf sie schaut, und der Gynäkologe, der auf sie schaut. Und auch die Onkologen haben das immer begleitet, alle 3 Monate am Anfang. Und man hat gesehen, dass der Organismus unter dem Silicea auch plötzlich sind da Haare gewachsen ohne Ende. Das ist so auffallend gewesen und die brüchigen Nägel sind wieder fest. Und der ganze Mensch steht mit einer hohen Lebensqualität und Gesundheit jetzt seit 2007 bis heute. Und es sind 19 Jahre. Und es ist günstig beeinflusst worden durch diesen Wirkstoff, durch den Wirkstoff aus diesem Bergkristall. Finde ich spannend, weil ich hätte ja noch x andere Fälle und viele Kollegen auf dieser Erde können über ähnliche Fälle berichten, dass Medizin sich eigentlich da auch drum kümmern könnte. Wie ist denn das genau? Was passiert denn da genau? Und wie kann man Menschen, die nach ihrer konventionellen Krebstherapie, nach den verschiedenen Schritten, dann ja von der Medizin im optimalen Fall auch als geheilt entlassen werden oder Tumor ist weg, wie kann man die langfristig stärken, wie kann man sie in ihrer Lebenskraft zurückbringen? Weil da gibt es in der konventionellen Medizin ja nichts für diese Schwäche nach einer Bestrahlung. Und also da ist ja dein Anliegen, diese Zusammenarbeitspotenzial ist ja da richtig groß. Genau, die Menschen sehr dankbar sind. Genau, die Polyneuropathie, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Die Polyneuropathie zum Beispiel ist nicht mehr da. Gell? Also das, was halt manchmal so ungünstige Nebenwirkungen sind, von dieser Therapie, die notwendig ist, um die Tumorzellen zu zerstören. Das ist ja, und dieses Miteinander ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, und da forschen wir ja miteinander auch im Qualitätszirkel und in der Tumorkonferenz und in der digitalen Tumorkonferenz. Und wer das alles nicht glaubt, ihr könnt euch hier hinsetzen, ihr könnt den ganzen Tag bei mir zuschauen, zusehen, und euch selber ein Bild machen, wie Homöopathie wirkt und was eben ein homöopathisch arbeitender Heilpraktiker macht, um Patienten zu unterstützen. Ja. Was ich nochmal zur Verständnisbildung hervorheben möchte, da ist dieser Fall so schön. Erster Moment, wo sie Phosphor bekommen hat und dann diese Banarizien entwickelt hat und neue, also Silicea-Symptome rausgekommen ist. Also da sieht man ja, wie wichtig es ist, dieser Kontakt zwischen Patient und Behandler, dass das ja nur überhaupt wahrgenommen wird, wenn der Behandler und Patient in so einer Phase wirklich sogar relativ intensiv in Kontakt sind. Wenn man dann nur irgendwie en passant ein paar Globuli Silicea wohin streut zu einem Patienten, da passiert gar nichts. Selbst wenn das genauso Potenzial hätte, aber da passiert einfach nichts, das verläuft sich dann alles wieder. Und dann eben der Kontakt auch über die lange Zeit und diese Ausdauer und dieses Dranbleiben. Das heißt ja nicht, dass die Leute monatlich da zu dir in die Praxis kommen, da hättest du überhaupt keine Zeit dazu, sondern das ist ja dann, die kommen 1-2 Mal im Jahr, wenn die dann ganz stabil sind. Und die Behandlung ist eben unter den Q-Potenzen, wo es auch ein Video gibt für alle, die das näher interessiert, wo du das erklärst mit 2 Kollegen aus dem Kompetenzzentrum. Also diese Ausdauer und den Überblick bewahren über einen langen Zeitraum, das ist das Potenzial, was man mit der Homöopathie hat, um Leute wirklich langfristig deutlich gesünder, in größere Gesundheit zu bringen. Nach dem Genfer Gelöbnis und nach dem Hippokratischen Eid ist es auch
die ärztliche und heilpraktische Aufgabe. Also wir als professionelle Therapeutinnen und Therapeuten unterstützen ein Menschenleben, eigentlich ein ganzes Leben. Und das mache ich ja tatsächlich. Ich habe Kinder mit auf die Welt gebracht oder die Schwangerschaft überhaupt ermöglicht. Mit Homöopathie gibt es auch Fälle. Und diese Kinder sind jetzt schon schwanger und bringen wieder neue Kinder auf die Erde und bin also über die Generation hinaus immer noch mit den Familien in Kontakt und kann einfach auf diesen Schatz drauf sehen, wie wertvoll eine homöopathische Unterstützung von den Familien und des Lebens sein kann. Und das heißt, Medizin und die homöopathische Seite der Medizin ist für mich immer eins. Natürlich brauchen wir Untersuchungen, natürlich brauchen wir auch einen Chirurgen bei bestimmten Erkrankungen oder bei Verletzungen. Und es ist einfach ein Plädoyer von unserer Seite, miteinander, gemeinsam füreinander arbeiten, für den Patienten arbeiten und auf keinen Fall gegeneinander arbeiten. Das war so ein schönes Schlusswort, Josef. Da freuen wir uns, wenn du bei Teil 4 natürlich wieder aus deinem reichen Erfahrungsschatz sprichst. Wir werden differenzieren, Calcium, Silicea und Sulfur. Schreibt uns bitte eure Fragen in die Kommentare hinein. Wir werden uns bemühen, dass wir das für euch so einigermaßen gut auseinanderhalten, weil das ist immer das, was besonders geschätzt wird, wenn man dann so einen erfahrenen Homöopathen hat, der eben den Unterschied der Entzündungsneigung zwischen Sulfur und Silicea erklären kann. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr dieses Video, wenn es euch gefällt, das lebendige Arzneiwissen, teilt es wirklich in Eigeninitiative per Hand. Das ist das Wirkungsvollste. Wir danken euch. Und unterstützt die solidarische Gemeinschaft nach besten Kräften in YouTube. Bitte, da gibt es einen Fleck bei YouTube. Also, nachdem das Ganze ja ein erheblicher Zeit- und Technikaufwand ist, wenn ihr euren Beitrag leisten wollt, weil ihr euch bereichert fühlt durch diese Serie, dann gibt es im YouTube-Text einen Link zur Spendenmöglichkeit.